Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Rubrik beim TWS. Uns erreichen nämlich immer wieder Fragen wie, warum benutzt ihr dies, wo kauft ihr das? Entsprechend möchten wir euch ab sofort einmal ein paar von den Werkzeugen und Werkstoffen vorstellen, die wir beim Basteln so benutzen. Los geht's mit Styrodur. Zunächst einmal heißt der Werkstoff, um den es sich in dieser Folge dreht, nicht Styrodur, sondern Hartschaum. Styrodur ist nämlich nur der Produktname von den vielleicht bekanntesten Hartschaumplatten der Firma BASF. Also, wer Styrodur sagt, meint eigentlich meistens Hartschaum. Hartschaum besteht fast immer aus Polyvinylchlorid, Polyurethan oder Polystyrol. Hieraus gepresste Platten besitzen eine hohe Festigkeit, ein geringes Gewicht und gute Isolationseigenschaften. Hartschaumplatten aus Polystyrol werden daher zur Wärmedämmung von Gebäuden eingesetzt. Und genau dies sind die Platten, die von Tabletoppern landläufig als Styrodur verbastelt werden. Diese Hartschaumplatten bekommt ihr für nur ein paar Euro in den Baustoffabteilungen von fast jedem Baumarkt. Und zwar in verschieden dicken Platten von meistens 60 x 120 cm Größe. Zwei Platten würden zusammengeschoben schon so eine prima Spielfläche ergeben. Hierzu hatten wir ja auch schon mal ein Video gemacht. Ansonsten findet ihr Hartschaum auch in einigen Bastelgeschäften, wo es zwar etwas teurer ist, aber ihr teils auch dickere Blöcke bekommt. Alternativ könnt ihr auch einfach mal auf einer Baustelle freundlich nach Resten fragen. Da Hartschaumverschnitt auf dem Bau weggeworfen wird, stehen die Chancen gut, dass ihr die Reste einfach geschenkt bekommt. Hartschaum kann auf vielfältige Weise bearbeitet werden. Die schnellste und gängigste Art ist das Zurechtschneiden mit einem Cuttermesser. Allerdings wird die Klinge beim Schneiden sehr schnell stumpf, daher habt immer ein paar Ersatzklingen parat. Denn stumpfe Klingen sorgen schnell für hässliche Scharten an den Schnittkanten. Das Durchschneiden einer Hartschaumplatte ist denkbar einfach. Setzt das Messer am besten an eine stabile Führungsschiene an, zum Beispiel an ein Metalllineal. Macht den ersten Schnitt, der jedoch nur 2 bis 3 mm tief sein sollte. Diese Kerbe ist nun eure Führung, mit der ihr den zweiten Schnitt von etwa 3 bis 5 mm Tiefe setzt. Wiederholt die Prozedur dann mit sachten und gleichmäßigen Schnitten, um eine glatte und saubere Schnittkante zu bekommen. Deutlich komfortabler ist natürlich der Einsatz eines Heißdrahtschneiders. Die Firma Proxon hat 2 Geräte im Sortiment, die wir euch in kommenden Videos noch ausführlicher vorstellen werden. Vorerst nur so viel: Das Tischgerät namens Thermocut kostet ca. 80 Euro und ermöglicht absolut präzise Zuschnitte. Selbst hauchdünne Scheiben lassen sich dank der einstellbaren Führungsschiene problemlos abschneiden. Wenn ihr über einen Heißdrahtschneider nachdenkt, sollte dieses Modell eure erste Wahl sein. Als Zweitgerät für besonders flexible, aber nicht mehr ganz so präzise Zuschnitte ist der Thermocut Handschneider von Proxon gedacht. Der etwas dickere Draht kann fast beliebig geformt werden, um zum Beispiel Rundungen zu schneiden. Preislich liegt der Handschneider bei etwa 30 Euro, jedoch benötigt ihr zwingend einen Proxon Trafo. Besitzt ihr noch keinen, schlägt dieser nochmals mit knapp 25 Euro zu Buche. Auch dieses Gerät stellen wir euch demnächst nochmal ausführlicher vor. Ansonsten könnt ihr zum Bearbeiten von Hartschaum natürlich auch Sägen, Raspeln oder auch Sandpapier verwenden. Nur immer dran denken, dass die Werkzeuge schnell stumpf werden und der Staub nicht eingeatmet werden sollte. Also draußen arbeiten. Um 2 Hartschaumstücke miteinander zu verbinden, nehmt ihr am besten handelsüblichen und schnell trocknenden Holzleim. Der Leim sorgt für eine feste, aber relativ flexible Klebestelle, ohne dabei das Material anzugreifen. Denn Kleber mit Lösungsmitteln wie Plastik oder Sekundenkleber fressen sich sofort in den Hartschaum hinein und lösen ihn auf. Gleiches gilt für Heißkleber, wobei es hier auch die Hitze ist, die den Hartschaum zum Schmelzen bringt. Bewusst eingesetzt lassen sich damit aber interessante Effekte und Strukturen erzielen. Gleiches gilt für Flammen von Kerzen oder Feuerzeugen. Auch ein Heißluftföhn ist ein passendes Werkzeug, um eine Hartschaumplatte binnen Sekunden in eine Mondlandschaft zu verwandeln. Die Hitze eines normalen Föhns reicht hierfür allerdings nicht aus. Da beim Schmelzen ungesunde Dämpfe entstehen, solltet ihr sowas in jedem Fall draußen machen. Ansonsten lässt sich Hartschaum mit so ziemlich allem strukturieren, was eine markante Form hat.
ob kantige Steine, Kugelschreiber oder Bleistifte, Kugeln aus Aluminiumfolie oder Strukturrollen. Hartschaum lässt sich kinderleicht und in viele kreative Richtungen gestalten. Beim Bemalen solltet ihr wie beim Kleben unbedingt auf Lösungsmittel verzichten und somit zum Beispiel keine handelsüblichen Sprühdosen einsetzen. Zwar gibt es in Baumärkten spezielle Sprühdosen, mit denen auch Hartschaum besprüht werden kann, doch die sind deutlich teurer. Greift lieber zu normaler Acryl- oder Abtönfarbe, um den Hartschaum mit einer Grundschicht zu versiegeln. Gebt immer etwas Holzleim mit in die Farbe, um einen zusätzlichen Schutz gegen leichte Stöße zu erhalten. Abschließend könnt ihr bequem per Trockenbürsttechnik die Strukturen hervorheben und euer Objekt gestalten. Auch Sprühdosen dürfen nun zum Einsatz kommen, denn durch die Grundierung ist der Hartschaum versiegelt. Wer eine Airbrush besitzt, kann sich die schützende Grundierung natürlich sparen und direkt lossprühen. Abschließend noch ein paar Beispiele von zwei Tabletop-Bastlern, die seit Jahren extrem beeindruckendes Gelände aus Hartschaum herstellen. Gerhard Bohm kennt ihr vielleicht aus unserem Taktika 2016 Video. Seine Werke könnt ihr unter der eingeblendeten Webadresse bestaunen und auch einige seiner Produkte bestellen. Übrigens gibt er auch regelmäßig Workshops, wo man viele Tipps und Tricks rund um Hartschaum lernen kann. Wer auf Facebook unterwegs ist, kennt wahrscheinlich auch Markus Müller, der in schöner Regelmäßigkeit wahnsinnig beeindruckendes Gelände zaubert. Seine Arbeiten sind stets prima Beispiele, wie vielseitig Hartschaum bearbeitet und für den Geländebau genutzt werden kann. Damit sollten hoffentlich nun alle Fragen rund um Styrodur und Hartschaum beantwortet sein. Und da gerade Wochenende ist, was gibt es Schöneres, als gleich in den Baumarkt zu fahren? Wir freuen uns auf Fotos von euren Styrodur-Basteleien. Bis dann!